So, hallo Leute, hier ist der Olli. Diesmal fliegen wir VTOL VR. Ein schöner Flugsimulator, beziehungsweise Flugsimulator, ja. Für VR gemacht. So, wir starten mal das Game. Schauen wir mal, was für Sprachen wir hier haben. Japanisch wahrscheinlich, Russisch, Koreanisch, Chinesisch oder andersrum. Aber wir bleiben beim Englischen. So, starten. Gut, hier sind wir jetzt also in der Flugzentrale und schauen uns mal die Settings an. Tooltips, Icons, okay. Können wir so lassen. Controls. Ruder Jump, ja, lassen wir mal so. Audio. Lassen wir auch mal so. Video. Weiß nicht, okay. Sagen wir mal, alles okay hier. Select Pilot. Da habe ich schon mal ein bisschen rumprobiert. Und wir starten mal mit der AV42C. Tutorials. Und wir beginnen mit dem Start. Briefing. Heute lernen wir, wie wir mit der AV42C arbeiten. Das erste ist die Start-up-Prozedur. Na dann los. So, unser Ankleideraum. Nochmal resetten hier. Helm nehmen. Und aufsetzen. Oh ja. Welcome to the AV42C. First, let's keep the bird from rolling away by using the bird. Now let's move on to the startup sequence. First, turn on the main battery. This will store power for all of the electronic equipment on the aircraft. Also, Batterie an. Now start the auxiliary power unit, or APU. This will keep the battery charged while we complete the startup sequence. APU. Wait a moment to allow the APU to spool up. We're now ready to start up the engines. So. Und wir starten den ersten linken. Und gleich den zweiten rechten. Keep an eye on the engine gauges and wait for the RPM to settle. The engines are now supplying electrical power, so we can turn off the APU. Now we can turn on the heads-up display. The HUD, or heads-up display, shows you attitude, altitude, velocity, targeting reticles, and other important flight data at a glance. Now turn on the multifunction displays, or MFDs. Witzig. The MFDs give you access to aircraft features such as weapon configuration, navigation maps, sensors, and etc. You can access these features by pressing the corresponding buttons around the edge of the monitor. You'll learn more about the features of the MFDs in a later tutorial. Gut. The vehicle is now ready to fly. In the next tutorial, we'll talk about basic flight controls, taxiing, takeoff, and landing. Ja, das war's schon. Okay. Also das war der Start-up jetzt.
finishen wir die... Jetzt finishen wir die Mission und starten dann die zweite Mission. Das ging ja schnell. Also, das nächste ist dann Basic Flight. So. Okay. Also. Wir werden jetzt lernen, wie man Taxi und Take-Off macht und Landing. Oder Landing, ja. Schauen wir mal, was wir da mitkriegen. So, mal wieder hier resetten. So. Helm nehmen. Aufsetzen. Und Mission wird geladen. Welcome to the basic flight tutorial. We'll skip the startup procedure now and pick up where we left off in the last one. The main flight controls are the joystick and throttle. You can grip them by holding the grip buttons, or toggle lock your hands to them by tapping the grip buttons. Let's start with taxiing. Okay. Grab onto the main flight controls now. Ja, aber erstmal mache ich hier mal die Navigation an. Vielleicht hier nochmal Kamera. Ja. Das sieht gut aus. Und hier Optionen brauche ich nicht. Home. Hier brauchen wir gar nichts mehr. Was ist das? Achso. Wir haben nichts equipped, also ausgerüstet. Was ist das? GPS? Okay, gar nichts. Wieder Home. Na gut, dann bleibt er jetzt erstmal leer. Gut. So, also. To steer the front wheel, you will have to twist the joystick on the vertical axis. In order to get moving, we need to tilt the engines to the forward position. Start by holding the throttle trigger to lock the wheel brakes. Then, press and hold up on the throttle thumb control to tilt the engines forward. Now if you release the brakes and slightly lift the throttle lever, you will start to roll. Apply small amounts of throttle or brakes to control your speed. Don't go too fast. Try taxiing over to the marked waypoints. Also eigentlich brauche ich den nicht, weil ich hier die Ruder mit dem Thumbstick, also mit dem Daumenstick mache. Immer schön die Bremse treten, damit man nicht zu schnell wird. Ja. Okay, stop here. Throttle down and hold the throttle brake trigger. Habe ich. Let's prepare for a conventional takeoff. Set the brake lock so you can free up your hands. Set the flaps to position 1. Make sure all flight assists are enabled. They should be already. Jupp, alles an. Check that the engines are tilted all the way forward. The indicator should read 0. Now grab the throttle again and hold the brakes. While holding the brakes with your left hand, you can disable the brake lock with your right hand. Okay, now taxi onto runway 20. Seht ihr mich? Hallo. Oh, die Sonne blendet heute.
raise the throttle to full and steer to keep aligned with the runway. Keep speeding up straight down the runway. Oh. Now carefully rotate the joystick back. Great, you're in the air. Now you can raise the landing gear and set flaps to 0. Now gently steer your nose up to about 20 degrees and keep climbing. Let's practice with the basic flight controls. Rotate the joystick left or right to roll towards your target. Rotate the joystick forward or back to pitch your nose towards it. This icon on the heads-up display shows your velocity vector, which is the direction you're actually moving. Fly over to the target waypoint. Try to keep your movement smooth and avoid pulling too hard, as this can cause a stall. Also die Steuerung geht sehr einfach von der Hand. Macht Spaß. Great. Fly over to the next waypoint. So, wenn ich den Stick loslasse, bleibt er jetzt auf der Ebene. Great flying. Now let's try landing at the airbase. Okay. Start your landing at the next waypoint. Bring your speed down as you approach it. This will be a conventional landing on the runway. Entschuldigung. Line up with the runway and continue to bring your speed down. You can use the trigger on the throttle to control the air brakes. Landing gear. Landing gear. Free your left hand to bring your flaps and landing gear down. Then continue to bring your speed down. Maintain your speed and glide slope. Keep your vector on the target.
getting close. Prepare to flare your nose up for a nice smooth landing. Touchdown. Gently bring your nose down now. Keep steering down the runway. Throttle down and carefully apply brakes. So, die Erde hat uns wieder. Congratulations. This concludes the basic flight tutorial. Next time, we'll make use of the tilting engines and practice vertical takeoffs and landings. Hilfe, was ist das? Okay. So, was machen wir jetzt? Ach, Basic Weapon Training, das hört sich doch gut an. Waffen sind immer gut. Im Flugzeug. Und im Spiel. Sonst nicht. Welcome to the Basic Weapons tutorial. Today we will be covering weapon configuration, target acquisition, and firing weapons. Let's start by setting the MFDs to the pages we will use. The Equip page shows what you have on each of the vehicle's equipment mounts. It displays information on each item and allows you to arm, disarm, configure, or mark them for jettison. We'll go over each feature in more detail later. The TGP, or targeting pod, is what you will use to acquire ground targets. To use it, first you must supply power to the sensor mounted underneath the nose of the vehicle. Power. The TGP will be in forward mode by default, which just looks straight forward. To be able to control it, you must designate the TGP as the sensor of interest, or SOI. Now, you can sleeve the targeting pod around using the thumb control on your joystick. When you move the sensor, it'll automatically switch to target mode, which locks its focus point onto the ground while you're flying. The yellow arrow on the screen shows the relative bearing to the target point. The target point also shows up on the nav map as a yellow cross. Now let's find some targets. Take off and fly to the objective waypoint. We'll pick it up when we get there. Okay. Müssen wir hier noch was machen? Nein. Starten, Bremse lösen. So, wir rollen los hier. Und rollen auf die Startbahn. Hallo Wackeldackel. Landing gear. Landing gear. Landing gear. So.
Now that we're in the area of operations, you can enable the master arm switch. With the weapon system armed, you'll see some new icons in the heads-up display. At the center, you have the weapon targeting reticle, or pipper. Up here, you have weapon type, name, and shots remaining. You can cycle through all the armed weapons by pressing the button on the joystick. These unguided weapons can be fired simply by pulling the trigger on the joystick. You have limited stores, so save your rounds for the targets. Let's try deploying the GAU-8 on some ground targets. In a moment, you'll receive a mission objective. You can auto-save your TGP to the objective waypoint by pressing the waypoint button in the TGP screen. Go ahead and destroy the tanks at the objective waypoint. So. Ein paar Panzer abschießen. Wo sind die Panzer? Da sind sie. Pull up. Altitude. 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 Das Wasser sieht auch sehr gut aus. Wir machen einen neuen Anflug. Da sind noch zwei schöne Panzer. Noch ein Panzer übrig. Oho. Also das macht schon mal ziemlich Spaß. Great job. Now let's work with rockets. Altitude. Hydra 70s are small, unguided rockets. By default, each pull of the trigger will fire one rocket. However, they can be configured to launch rapidly. This is called ripple firing. To access the weapon's config menu, set the equipment MFD page to config mode. Then select the weapon you want to configure. If you have multiple of the same weapon type mounted in different locations, your settings will be copied over to all of them. Try setting the rockets to different ripple intervals and destroy the next set of targets.
Raketenangriff. Wo sind die schönen Panzer? Shoot. Altitude. Altitude. Pull up. Habe ich einen getroffen? Altitude. Ich glaube nicht. Oh, alles Fahrkarten. Konzentrier dich. Das war nix. Shoot. Altitude. Altitude. Pull up. Altitude. Ich will den Panzer zwar abschießen, aber nicht mit mir selber. Gell? Ach, ich habe noch genug. Das kriegen wir hin. Shoot. Altitude. Altitude. Pull up. Altitude. Altitude. Ach. Für das Training haben wir wahrscheinlich unbegrenzt Waffen. Auf jeden Fall gehen die Zahlen nicht runter. Naja, dann können wir ja ein bisschen ballern. Kopf hoch. Einer ist noch da, oder? Shoot. Altitude. Altitude. Pull up. Well done. You destroyed. Uiuiui. Das war nix. Naja, aber irgendwie haben wir ja die Mission erledigt. Also finishen. Air to Ground müssen. Das sieht doch gut aus hier. Okay. Also, probieren wir heute mal die Air to Ground Mission.
Welcome to the Air-to-Ground Missile Tutorial. Air-to-ground missiles, or AGMs, are useful for precisely hitting light to medium armored ground targets. First, power up the targeting pod. You will use the TGP to designate targets for the AGMs. Now arm the weapon system. And switch to the AGM-114. These are small, laser-guided anti-tank missiles. Since they home in on the laser point emitted by our TGP, you must maintain line of sight to the target until it hits. To fire it, designate a target using the TGP, point your aircraft at the target until the missile locks on, then pull the trigger to fire. You can also switch the missile seeker's uncage mode to manual, which will allow you to fire at targets off bore sight. In manual mode, you hold the trigger to uncage the seeker, then press the weapon switch button to fire. Try shooting the targets around the mission waypoint using the AGM-114. Remember, you need to maintain line of sight with your TGP in order to guide the missile to the target. Autopilot disengaged. Autopilot disengaged. Ah, da ist einer. Da drüben auch noch einer. Dann fliege ich von der anderen Seite an, dann sehe ich sie besser. So ist, glaube ich, besser, ne? Mhm. Ich glaube, so sehe ich sie besser. Shoot. Wumm. Der hat getroffen. Also erstmal hier mit einstellen wieder. Wir fliegen wieder von der anderen Seite an. Da sehen wir dann besser. Aber vielleicht auch ein bisschen höher. Wir müssen ja nicht so tief fliegen.
So, mal schauen, was wir finden. Pull up. Oh ja, also erstmal den Trigger und dann den Feuerbutton. Jetzt habe ich es verstanden. Wo ist der Bösewicht? Da drüben ist der Bösewicht. Nee, das geht nicht. Da muss ich wieder von der anderen Seite kommen. Das geht so nicht. Juhu! Shoot. Wo sind sie? Shoot. Altitude. 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 Habe ich ihn überhaupt getroffen? Ich weiß es nicht. Wo seid ihr? Ich kriege euch alle. Wenn ich euch sehe. Shoot. Altitude. Voll daneben, würde ich sagen, ne? Altitude. Tja. Da war ich wohl zu vollmundig. Dann fliege ich halt von oben runter. Dann sehe ich sie vielleicht besser.
Shoot. Altitude. Schon wieder daneben. Altitude. Also das gefällt mir jetzt irgendwie gerade nicht. Altitude. 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 Pull up. Pull up. Altitude. 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 So, einen Anflug machen wir noch und dann machen wir Schluss. Altitude. Altitude. Ich sehe gar keinen. Altitude. 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 Ja, ich weiß. Altitude, Altitude. So, jetzt liegen wir mal ein bisschen weiter weg. Das muss doch gehen, Leute. Was ist das hier? Pull up. Ah, Pull up. Over T. Chap flare. Chap flare. okay, das sind die Flares. Shoot. Na also. Ist er kaputt? Also alles mit der Ruhe.
Alles ruhig und gelassen. Anfliegen, ansteuern. Und reinhauen. Geht doch. Nur von hier sehen wir sie nicht. Da sind zu viele Hochhäuser. Wer sucht, der findet. This is a larger, slightly heavier hitting anti-tank missile with a more advanced optical seeker. With this type of missile, you do not need to maintain a lock on the target after you fire it. The fire and forget capability allows you to fire at multiple targets in one pass or take cover after firing. Try taking down the targets at the next waypoint and practice taking advantage of the fire and forget capability. Okay. Lass uns aber erstmal ein bisschen wegfliegen hier. Das ist jetzt die AGM 65 und vorher hatten wir die AGM 114. Das ist die Fire and Forget FF. Und das andere war die LG Lasergelenkte. Okay. Probieren wir die auch mal aus hier. Was ist das? Okay. Hier irgendwo. Oh nein! Altitude. 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 Also wenn man den Trigger nicht hält, dann schaltet man auf die anderen Waffensysteme um. Das ist ein bisschen doof. Aber macht alles Spaß. Ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie
dies hier ist. Aber es macht saumäßig Spaß. So, hier haben wir den Wegpunkt wieder. Shoot. Shoot. Nice shooting. This concludes the air-to-ground missile tutorial. Altitude. Altitude. Sehr gut. Dann haben wir sehr viel gelernt heute. Finish Mission. So, und damit verabschiede ich mich und das nächste Mal werden wir mal was anderes machen. Also, tschüss.